Natürlich finden nächstes Jahr die Olympischen Spiele statt. Das ist natürlich das große Ziel von mir und dafür arbeite ich auch jeden Tag sehr hart. Das ist mir aber sehr, sehr wichtig, dass man eben auch einen Abschluss hat und sich nicht darauf verlässt, dass, sag ich mal, entweder das Influencer-Dasein für immer da ist, aber natürlich auch die sportliche Karriere hat irgendwann ein Ende. Mein Name ist Alisa Schmidt, ich bin 22 Jahre alt und mache Leichtathletik. Meine Disziplin sind die 400 Meter und ich studiere an der Hochschule Fresenius und mache da ein Fernstudium. Mein Studienfach, das ich studiere, ist Medien- und Kommunikationsmanagement. Und mir war es ganz, ganz wichtig, dass ich da noch ein zweites Standbein habe, was vielleicht auch nach dem Sport dann noch alles kommen kann. Und ja, der Fachbereich Medien interessiert mich einfach wahnsinnig und deswegen fand ich das mega, dass ich da den passenden Studiengang gefunden habe. Genau, Instagram ist so ein bisschen mein drittes Standbein. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar drüber, dass das ja, bei mir jetzt so gekommen ist, wie es ist. Es macht mir unglaublich viel Spaß und die Zeit, die eben noch übrig ist, die nutze ich ganz gerne, um eben auf meinem Social-Media-Account aktiv zu sein. Auf den Titel The Sexiest Athlete bin ich nicht stolz, muss ich sagen. Natürlich war es irgendwo schon auch ein Kompliment und ich habe mich darüber gefreut. Allerdings möchte ich nicht auf mein Aussehen reduziert werden. Das ist ja auch total Ansichtssache. Und von dem her ja, steht natürlich für mich auf jeden Fall immer die Leistung im Vordergrund. Ich fange eigentlich morgens an, stehe auf, frühstücke und habe meistens einen relativ entspannten Morgen. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich wirklich nicht gestresst in den Tag starte. Und dann setze ich mich aber immer eigentlich direkt an die Uni und erledige das bis dann zum Mittagessen. Dann mache ich mir was und koche mir was hier entspannt zu Hause. Und falls da nochmal Zeit ist, setze ich mich nochmal an die Uni und dann geht es nachmittags ins Training. Das würde ich sagen, ist schon manchmal schwierig, alle drei Komponenten, also Instagram, Sport und Studium, unter einen Hut zu bekommen. Aber gerade deswegen habe ich mich eben für das Fernstudium entschieden, weil ich glaube, es wäre für mich nicht möglich gewesen, noch ein Präsenzstudium zu absolvieren, noch mehr Fahrtwege zu haben, noch mehr Anwesenheitstage zu haben. Und so kann ich mir alles sehr, sehr gut von zu Hause aus einteilen oder zum Beispiel eben aber auch im Trainingslager sehr gut was für die Uni machen. Gerade für Profisportler ist ein Fernstudium für mich zumindest die optimale Lösung, weil ansonsten könnte ich eben meinen Sport gar nicht so ausleben, wie ich es wollen würde. Und ich kenne auch mittlerweile echt viele, auch aus der Leichtathletik, die eben ein Fernstudium machen. Und es war vielleicht zu Anfang, man muss sich da erstmal rantasten und ranwagen, weil man es eben gar nicht so oft hört. Klar, die meisten machen natürlich ein Präsenzstudium aus dem Freundeskreis, aber deswegen, man hat da auch wirklich ganz gute Informationsquellen, man kann sich da belesen, man kann mit den Leuten sprechen und so habe ich mich da auch rangetraut und bin unglaublich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Tatsächlich habe ich das Fernstudium auch schon meinen Freundinnen empfohlen und es haben auch schon Freundinnen von mir angefangen. Und deswegen finde ich es auch immer schön, sich da mit denen auszutauschen und zu sagen, hey, wie läuft es bei dir gerade? Was machst du gerade für ein Modul? Und für mich persönlich als Sportlerin gerade ist es natürlich wirklich die optimale Lösung. Und ich würde es aber auch jedem meiner Freunde empfehlen. Ich habe ganz normal als Kind angefangen, ich glaube mit 1 bis 3 Mal die Woche Training und dann wurde das von Jahr zu Jahr eben mehr. Und ja, mittlerweile bin ich, glaube ich, bei ungefähr 10 Einheiten die Woche. Also es nimmt schon einiges an Zeit weg, aber es macht eben unglaublich viel Spaß und man wächst da so ein bisschen auch rein. Man gewöhnt sich dann an die Belastung und hätte ich direkt angefangen mit 6 Einheiten die Woche, dann wäre mir das wahrscheinlich zu Anfang auch viel zu viel gewesen. Deswegen man tastet sich da so langsam ran. Mir persönlich hilft es einfach anzufangen. Also ich sage, ich überlege gar nicht mehr, ja, mache ich jetzt was, mache ich nichts heute, sondern ich fange einfach an und ich finde, dann macht es auch Spaß. Wenn man merkt, okay, es läuft, ich bin produktiv, ich habe heute was geschafft, dann fühlt man sich danach einfach gut, weil ansonsten hast du die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen und denkst dir, hätte ich jetzt heute vielleicht doch mal ein bisschen was gemacht und dann geht man vielleicht mit einem schlechten Gewissen ins Bett. Und ich persönlich mag das gar nicht, von dem her am besten einfach anfangen und starten und dann kommt man eigentlich recht schnell rein und dann finde ich, macht es auch immer Spaß, da voranzukommen. Mein perfekter Feierabend ist eigentlich meistens hier auf der Couch, wo ich dann nochmal eine Serie anschaue und ja, einfach entspannen kann, runterkommen kann oder eben auch mal ein gutes Buch lese. Aber am liebsten treffe ich mich eigentlich mit Freundinnen und entweder gehe shoppen, was jetzt momentan vielleicht nicht so gut möglich ist, aber ja, ich koche auch super gerne was mit Freunden und mache mir dann wirklich einen entspannten Abend zu Hause.